Hallo zusammen, in diesem Video erkunde ich mit dir zusammen ein bisschen Muxia und ich werde mir auch den Sonnenuntergang anschauen, aber wie du hier am Himmel siehst, weiß ich nicht, ob er heute besonders schön werden wird, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, wie er so wird und ja, ich führe dich ein bisschen herum. Was mir hier an der Stadt gut gefällt, dass es viele kleine, bunte Häuschen gibt. Es ist farbenfroher als Finisterre und das gefällt mir sehr. Finisterre als Stadt hat mir gar nicht gut gefallen. Deswegen habe ich da auch kein extra Video gemacht. Die Essenspreise sind hier ein bisschen höher als auf dem Rest von Camino. Also für ein Pilgermenü zahlst du 14 bis 15 Euro. Und ansonsten hat man es oft für 12 Euro bekommen. Aber es ist noch erschwinglich. Trotzdem habe ich beschlossen, selbst zu kochen, weitgehend. Gestern Abend nach der Ankunft war ich im Restaurant, aber heute habe ich gekocht und morgen werde ich auch kochen. Wir starten unsere Besichtigungstour von Moxia am Hafen. Der ist auch schön farbenfroh gestaltet, ganz anders als in Finisterre. Doch leider ist der Himmel ziemlich wolkenverhangen, aber das kann man nicht ändern. Hier rund um den Hafen findest du auch einige Restaurants, aber auch in den Gassen sind einige Restaurants zu finden. Da war ich gestern essen und fand es sehr angenehm von der Atmosphäre. Die Street Art hier ist leider schon ziemlich ausgeblichen. Aber von hier kannst du nochmal den kompletten Hafen sehen. Da hinten, wo der türkise Bus steht, ist die Abfahrt nach Santiago de Compostela und dort kannst du auch ein Busticket kaufen. Ich hatte es vorab online probiert, aber es hat irgendwie nicht geklappt, deswegen hier hast du die Option, auch Bustickets zu erwerben. In der Nähe vom Hafen befindet sich dann auch die Touristeninformation, wo du deine Pilgerurkunde bekommst. Und das Gebäude zeige ich dir jetzt auch gleich mal. Und hier in der Gasse habe ich gestern zu Abend gegessen. Das Essen war super lecker. Also wenn du hier vom Hafen hochkommst, musst du hier die Gasse hinterlaufen, um zum Tourismusbüro zu gelangen. Und es ist wirklich nicht weit zu laufen. Generell muss ich sagen, dass mir die Gassen von Muxia sehr gut gefallen haben. Und hier wollte ich dir eigentlich ein schönes Häuschen zeigen, aber leider steht nun ein Auto davor. Das ist nun das Tourismusbüro von Moxia und hier erhältst du deine Pilgerurkunde. Wenn du von Finisterre nach Muxia gepilgert bist, ist es wichtig, dass du einen Stempel von Liris in deinem Ausweis hast, damit du das nachweisen kannst, dass du den Weg gegangen bist. Wenn du der Straße nach dem Touristenbüro weiter folgst, kommst du dann hoch zum Leuchtturm und zu einer kleinen Kapelle. Da war ich jetzt noch nicht oben, aber das werde ich mir mal anschauen. Hier scheint es dann bereits hoch zum Aussichtspunkt zu gehen, aber das mache ich später. Zu diesem Aussichtspunkt möchte ich nämlich zum Sonnenuntergang gehen. Deswegen lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit. Wobei ich bei dem Wetter auch keine Ahnung habe, ob das mit dem Sonnenuntergang überhaupt was wird. Ob er sehenswert ist. Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber mal schauen. Es sind schon ordentlich Wellen. Also, und hier ist der Leuchtturm, da geht die Kapelle. Und ja, ist schon schön hier. Die Wellen hier haben schon eine ordentliche Wucht.
richtig hochgespritzt hier. Wow. Also da möchte ich nicht im Wasser sein. Da hast du keine Chance. So, und gucken mal, ob die Kirche noch offen ist. Übrigens gibt es hier am Leuchtturm auch eine öffentliche Toilette. Erst dachte ich, in der Kirche ist eine Messe, aber die haben nur Musik gespielt und es war traumhaft schön. Die Musik muss ich aus den Videos leider entfernen wegen der GEMA. Aber ich schaue mal, ob ich etwas Schönes finde, wodurch ich es ersetzen kann. Die Wellen sind echt gewaltig. Das ist der Wahnsinn. Und auch diese Felsen hier sind so schön.
So, ich gehe jetzt schon mal hoch zum Aussichtspunkt. Mit dem Sonnenuntergang wird es heute wahrscheinlich nichts. Ich werde mein Glück morgen nochmal probieren und es dann am Ende des Videos einfügen. Aber ich zeige dir schon mal die Gegend. Dieser Gedenkstein ist echt gewaltig. Aber die Schmierereien hätten echt nicht sein müssen. Direkt davor gibt es auch einen 00-Stein. Der Gedenkstein erinnert an das Tankerunglück, das 2002 eine Ölpest vor Galizien auslöste. Hier wird erklärt, wie man Perzevez sozusagen erntet. Und es dürfen nur maximal 5 Kilo entnommen werden, außer im Dezember, das sind es 7. Und soweit ich weiß, ist diese Arbeit auch ziemlich gefährlich. Hatte ich mal gelesen. Ich laufe jetzt oben rum zurück zum Hafen, weil da bei dem Zugang auch eine kleine Kapelle ist. Ja, sah jedenfalls so aus. Und dann laufe ich wieder zurück in die andere Richtung und gehe nochmal ganz hoch. Mal schauen, was ich noch so entdecke. Das ist übrigens der Stempel, den ich in der Kirche bekommen habe. Weil vorne hatte ich nicht mehr frei. Und das sind meine anderen Stempel. Also ich habe fleißig gesammelt. So, jetzt laufe ich den Weg nochmal zurück und erkunde oben den Rest. Es gibt leider keine Verbindung dazwischen. Jedenfalls ist nichts eingezeichnet. So, ich bin jetzt wieder an dem Kreuz angekommen. Da führt der Weg fort zur Stadt. Und ich laufe jetzt mal so rum. Und schau mal, wo ich da rauskomme. Ich bin zwar kein Fan vom trüben Wetter, aber irgendwie passt das voll zur Landschaft. Ein paar Meter fehlen noch und dann müsste das Ende sein, vermute ich mal. Wow! Das noch bei schönem Wetter. Hier oben hat man eine bombastische 360-Grad-Aussicht über Muxir. Man bei dem Wetter jetzt nicht, das sieht man nicht weit, aber schau dir das an. Einfach genial.
Also hier oben stand ich vorhin mit der 360 Grad Aussicht. Und jetzt stehe ich beim Steinkreuz. Und übrigens, Flipflops sind nicht unbedingt die beste Schuhwahl, um hier hochzukommen. So, ich hatte mich jetzt noch ein bisschen hingesetzt und einfach die Aussicht genossen. Mit dem Sonnenuntergang wird es definitiv heute nichts mehr. Schau dir diese Nebelsuppe an. Die Sonne soll in ca. 25 Minuten untergehen, aber ich drehe jetzt trotzdem schon den Rückweg an und zeige dir noch ein paar schöne Gassen in Muxia, die ich entdeckt habe. Also der Weg selber mit Flipflops ist überhaupt kein Problem, aber wenn man dann auf den Stein ein bisschen rumklettern will, dann sind die Flipflops eher hinderlich und ich empfehle Turnschuhe. So, ich bin jetzt wieder an dem Gedenkstein an der Kirche angekommen und hier führt jetzt ein Weg zurück in die Stadt. Und mal schauen, was uns hier so erwartet. Und auch hier richtig tolle Küstenlandschaft. Ich liebe ja solche Felsformationen und so raue Küsten. Morgen habe ich dann noch eine Wanderung zum Rio Negro geplant. Und wenn das Wetter mitspielt, schaue ich mir dann den Sonnenuntergang nochmal von da oben an. Und wenn alles klappt, gibt es dann nochmal ein extra Video zu dem Sonnenuntergang und zur Wanderung zum Rio Negro sowieso. Also wenn du es nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Das schaut aus, als wären hier irgendwelche Überreste von Gebäuden. Da vorne ist auch eine Infotafel. Ich werde mal gucken, was da steht. Das ist eine weitere Informationstafel zu den Percebes. Die gibt es hier leider nur in großen Portionen zu kaufen. Sind super lecker. Ich hoffe, dass ich die in Porto im Mercado Borlau wiederfinde. Dann werde ich mir eine Portion bestellen. Dadurch, dass es die hier nur in großen Portionen gibt, kostet eine Portion, ich glaube, 35 €. Und das liegt ein bisschen über mein Budget. Aber lecker sind die schon. Und im Mercado Borlau in Porto kriegt man die in einer kleinen Portion für ein paar Euro. Und das reicht mir einfach zum Probieren und um den Geschmack aufzufrischen. Weil sie sind schon gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her. Also sehr salzig und nach Meerwasser. Aber ich mag das. Wow, das ist ja schön. Alles mit Muscheln verziert. Irgendwie hat Muxia so seinen eigenen Charme. Was hast du denn da gefunden? Ne? Habe ich dich gestört? Keine Angst, ich lasse dich in Ruhe. Hm? So, ich hoffe, mein kleines Video über Muxia hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kommentar. Und wenn du meine weiteren Videos über die Wanderung zum Rio Negro, eventuell den Sonnenuntergang, wenn ich Glück habe, und auch über Porto nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!